glaube, das ist so ziemlich genau dort gewesen, wo wir vorher waren. Verkaufsautomaten entdeckt. Gut. Okay. Job classification. Flawlessly finished. Flawless. Ja. Stufe 11. Oh. On the job. Wow. Good news, customer. All germs and contaminants have been neutralized. Hervorragend. Oh, ist gerade aufgeploppt. Alert! Way to go, Cap! Jagdgewehr Ultra. Mal schauen, was mit dem so pro Schuss raustatschen. Hi. So. Oh, also. 472. Nice one! Cleaning cycle complete. Ja, das macht Schaden, das Gewehr. Dem können wir menschliche Ziele gut auseinandernehmen, I guess. Sicherheitsgurt, Gold, Dialogfertigkeiten plus 5. Was hat sie schon wieder? Technikfertigkeiten plus 5. Wie sind wir mit Technik? 73. Das ist eigentlich ziemlich hoch. Dialog. Ja gut, Dialog braucht man eigentlich auch nicht wirklich höher. Wir sind beidem schon hoch oben. Und Lüge ist einmal so ein bisschen, ja. Die anderen Leute Wörter ins Maul legen, ist das ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl.
Now. Taktischer Schutzhelm. Langwaffen plus 5. Okay, ich glaube, das ist alles da. Oh, Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. Pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting we're out of pamphlets. Gosh, blast it. I'm so sorry. It's a habit, I suppose. We used to have plenty, but we ran out of paper and ink. Ever since the corporations left, it's been hard to come by the basics. But you know what we do have? Freedom! This is the only place in Halcyon you'll find it. No corporations, no shackles, no problems. Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Ach Gott. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Das klingt sehr religiös da. Seems like a nice little town. Except for all the dead critters. Sam, making blood-stained clean again. Wie heißt das da? Amber Heats. Gibt es das da auch irgendwie so ein... Ah, das sind die, hä? Graham Bryant, einen unterschiedlichen Philosophen. Ja, okay. Habe ich da noch andere Quests gerade, oder ist das nur das gewesen? Mit dem Graham Dude. What kind of idiot keeps a collection of empty shells? Schweres Maschinengewehr. This armor itches something awful. Okay. Ja, ich kann da vielleicht gerade mal geschwind meinen Schrott verkaufen. So, habe ich wieder ein bisschen Gewicht, den Platz. Ja. Anfragenliste. Bei uns ein Liste mit besonderen Anfragen für Ausrüstung abseits der normalen Feuerwaffen, Munition mit Medizin erstellt, die von den Ikonoklasten in alarmierender Geschwindigkeit verbraucht wird. Okay. All I'm saying is it ain't worth it. It's gonna taste like sulfur all the same. Nuh-uh. Taro's got that sweet blood.
So? You gotta boil it or you'll get sick. Then all that sweetness takes the air anyhow. Nah, don't boil it. We're gonna get sick all the same. Jesus. Might as well enjoy it. Don't boil. You want the run? Better than tasting sulfur and dirt every damn day. Move along. You meditate today? If not, As you were. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Wait, ich habe gemeint, der Dude, wo wir da suchen, das ist ein Kind. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Ja, echt? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Let me guess. You're here to collect it. Well, I can tell you right now, it is not gonna happen. I won't go back. My entire life, she locked me in Stellar Bay because she was afraid. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Level 15, let's go. So, wo sind wir da gewesen beim Level Process? Das haben wir genug, ich habe gesagt. Medizin, Inspiration. Beides könnte Level Up vertragen. Ja, ich würde sagen, machen wir den dann mal noch auf 50. Und jetzt noch den. So. Jo, ja, komm, nehmen wir das. Was hast du da? Mehr Schaden gegen Roboter. Negativer auf Protötung. Mehr Rüstung, Fernkampf, Fähigkeitsschaden, Ausrüstzeit, Nachladzeit. Mehr Grundleben, ja. Ich würde sagen, da mehr Leben, oder? Ich kann mehr Agro ziehen und mehr Leben bekommen. Ja. Was haben wir da alles?
Hammerheats, Planungsterminal, blablablub. Wasserkreislauf, eingetragen von Milton. Beschreiben die Rohre auf meinem Maus werden es nicht mehr lange machen. Da kommt jetzt schon Dampf raus. Das sollte jemand reparieren, bevor sie in die Luft fliegen oder sich jemand am Dampf verbrüht. Fernzugriff, Wasser umleiten, okay. Zack. Sprühende Funken an der Bar. Anscheinend haben Spreads die Drähte an den Seitenpanels an der Bar durchgeknabbert. Da schlagen jetzt Funken. Ja, komm mal auf. Jetzt haben wir nichts Neues vom Raptor aus. Schreiben wir abends, seit einer Zeit nichts vom Raptor ausgehört. Ich habe Milton hingeschickt und von dem ab seit er auch nichts mehr gehört. Jemand sollte das mal ansehen. Da brauche ich 55, okay. Liebes Tagebuch. Da muss ich auch hacken können. Wohnung des Arztes. Die Tür zur Wohnung des Arztes über die Krankenstation klemmt sich komplett verbreitet. Kann jemand das Ding aufmachen? Ja, da. Okay, hacken muss ich kurz ein bisschen aufpushen. Da kann ich sicher ringen mit dem Gear. Wie viel kann ich hacken? Oh, nur auf 37. Ja, da muss ich schon ein bisschen schauen. Schauen, ob ich das kann pushen. Also. Was haben wir da? Bestechungskosten. Tarnungsfertigkeiten, Langwaffen, Dialogfertigkeiten. Und was ist es schon wieder? Das ist unter Tarnung. Okay, Tarnung habe ich glaube ich nur der da. Plus 5. Ja, das lange nicht. Habe ich irgendwelche Drogen, wo man das kurzzeitig könnte pushen? Körperattribute plus 1. Sieht nicht so aus. Kann ich nicht hacken. Zu wenig Hacker gelevelt, das sie. Wahrscheinlich. Wobei. Nein, der Roboter gibt mir ja auch Hacker-Skills, oder? Ja, 48. Vielleicht würde es lange, wenn ich sie. Oder gibt sie mir auch Hacker parat? Nein. Sie gibt mir einfach Schlussknacken. Müsste ich sie auswechseln gegen den anderen Dude, vielleicht lange es dann. Wenn wir das nächste Mal beim Raumschiff sind. Oder kann ich mich da hin teleportieren? Wenn ich da bin. Region. Ja, fix. Ja, aber zuerst schauen wir noch, was da alles ist. Gibt ja da noch mehr zu tun, oder? Tagebuch. Okay, kann ich da actually so echt nichts mehr. Ja komm, dann gehen wir schnell da zur Unreliable. Schaut kurz, wie es aussieht, wenn ich sie dann da lasse und den anderen Dude mitnehme. Kann der auch hacken? Nein. Noob. Der Wicker, der kann hacken.
das da. 51. Dann geben wir ihm mal das vorübergehend. Dann hat er nämlich... Ah ja, es ändert sich ja wieder erst, wenn ich rausgegangen. Muss ich geschwind da nachschauen. So. Nehmen wir sie da und nehmen ihn und ihn mit. Die können beide hackerieren. Und vielleicht lange es dann auf 55 rauf. So. ...61, ja. Gehen wir nochmal geschwind da hinten und schließen das ab, weil sonst vergesse ich das nämlich wieder. Der ist ein Schritt aus dem Raumschiff raus, ein Schritt da in die Basis rein und schon ummetzeln. Scheiß Philosophisten! Ich weiss gar nicht ehrlich gesagt, was der grosse Unterschied ist zwischen einem Vikar und Philosophisten. Ist das nicht ungefähr in einem ähnlichen Bereich? So, da. Zack. Also, haha, jetzt sorry, ich habe herausgefunden, wenn man einen Arbeitsauftrag erstellt, Liebestagebuch, frisst das, hacken. Gut. Dann haben wir das jetzt auch alles abgeschlossen. Und können zurückgehen. Und wieder uns mit der Standardkomposition ausrüsten. Warte, ich hätte ihm noch geschenkt. Die alte Rüstung geben. So. Bier ist noch gut. Tech-Fertigkeit. Gibt es irgendetwas, wo mittlerweile mehr Tech-Fertigkeit gibt für auf der Rüstung? Das ist ja plus 5. Wie sieht das aus? Ja. Blocken, Nahkampfwaffen. Laborkittel. Nee. Kann man so Skilager. Ja, mal schauen, wie heftig er jetzt der Mutter austeilt. So. So. Aber das ist schon wieder umgezogen. Oh je, also. Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound. Tell the captain how grateful we are, Tuk Tuk. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Die Mutter, What a sour thing to say. My little boy will always need me. I'm his mama, you know. Mama, what I need is for you to listen to what I want for once. But that's between us. Now you promised the captain a reward, so settle up. Then you and me are gonna have a long talk. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuk Tuk home safe again. Ja, alles Gute. So,
Hey, eine Quest nach dem anderen wird da abgehökelt. Da, das haben wir auch noch gehabt. Mantis-Königin. Was ist da in der? Also können wir uns gerade da hin teleportieren. Sind wir ein bisschen schneller dort. Den Weg haben wir jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Vielleicht kann ich noch gerade da meinen Revolver mal ausprobieren. Was der so drauf hat. Ich frage vor allem, was sind das für Linien da am Boden? Miss McDevitt used to say that plants need sulfur to grow, and here there's just tubs of it lying about. Oh. Scoured with prejudice. But dirty! Clean up the competition! Resuming passive mode. Okay, der macht schon Schaden, der Revolver, aber die Feuerrate gefällt mir irgendwie oder so. Irgendwie bestimmt mit dem Aussehens nicht. Das wird sie einfach tiefer aus irgendeinem Grund. Actually, ich glaube, ich mache das einmal. Was ist das? Nur bei beinahe Erfolg. Die Werte werden nur angezeigt, wenn du damit beinahe Erfolg hast. Damit werden die Werte der Dialogfertigkeit gesperrt. Immer. Die Werte werden immer angezeigt. Niemals, die Werte werden niemals angezeigt. Hä? Ah, du kannst das auch verkacken. Ich habe gemeint, das ist einfach so okay. Du hast die Stufe erreicht und ab dann kannst du es halt benutzen und dann hast du noch einen neuen Dialog. Der dann funktioniert halt nach dem Muster. Okay. Ja, das ist schon gut so. Da der Revolver, der ist zwar nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt nicht gerade ultra geil. Ich denke nicht allzu viel zum Ersetzen. Ich denke ungefähr so wahrscheinlich. Invasive contaminant detected. Was ist jetzt los? Bin ich überladen? Nein. Aber ich bin langsamer. Ah, ich bin... Mein Fuß ist gebrochen. Wie lange noch? Ah, jetzt. Schweinerei. Mantis-Saurier-Drohne, was sind jetzt die? Hm? Oh. Keep him quiet, Captain. Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Hervorragend.
Es hat schon Style, die Hurenwelt, die die da zusammen gebastelt haben, muss ich ja schon zugeben. Immer wieder ein bisschen surprised. Oh shit! Das ist ja... Das ist ja das fucking Viech, ich meine, das ist cool. Nice hit! Ah, Mr. Pickets Tagebuch. Okay. Ich vermute mal in dem Fall, dass der Mr. Pickett jetzt... Ja... noch ein Haufen Kacke irgendwo ist, der da im Feld rumliegt. Neutralize and sanitize. Interessiert dich das dort hinten nicht? Offizierswirbel. Ah, ist wieder so einer von denen, habe ich ja schon ein paar jetzt im Terrain. Und bald wieder mal Zeit, um alles salvage oder verkaufen. Abgesagte Schrotflinte. Warte, wie viel Schaden hat das dort? Ich sehe es gerade nicht. 518. Oh mein Gott, ey. Ich weiss glaube ich, welche Waffen dass wir da noch verwenden werden. Stufe 18 Schrotflinte, ey. Machen wir das mal so. Und Schüsse haben wir ja viel. Jetzt nehmen wir ein Viechli, um die Schrotflinte auszuprobieren. Ja, dort. Komm in. Jesus Christ. Ja, Schrotflinte ist nice. Ich glaube, sich pimpen die gerade ein bisschen. Das ist noch irgendetwas vielleicht gerade in der Nähe kann, was man machen kann. Oh was, das wäre gerade da vorne. Okay. Ah ja, da hat es auch noch etwas da hinten. Machen wir das gerade einen Weg noch, sonst säckeln wir da noch viel mehr hin und her. Was müssen wir jetzt da genau schon wieder suchen? Oh, das ist auch so eine Stadt. Hey, da hat es ja sehr viel so Städtli. Was ist jetzt das? Fallbrook. Okay, keine Ahnung, was das da ist.
area filth level assessment. Disgusting! I Disgusting. don't like the way folks are looking at me, Captain. Like I'm a sandwich. Maybe I could stand a little closer to you. Ja. Nelson Mason. Ach. Sublight. Das sind Sublight-Dudes. Das sind einfach da die. Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger im Auftrag von denen unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann haben wir Stellar Bay. Ja, beschaffen Informationen über den Standort des Bergungsobjekts von ihm und überlassen. Ja. Ja, das ist das gesehen. Und ich glaube, wir hätten uns sollen mit, da müssten wir uns dann mit so einer You seen Arthur today? Frau treffen. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau. Uh-huh. You blind, fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Oh, she just comes and says whatever's on her mind, huh? Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Ja, freut mich. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Ich hätte gerne ein Zimmer. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Found it on a corpse, huh? If you killed Lilia's agent, you get to explain it to her, not me. Well, shit. I knew he'd come to a bad end one day. Still, no time for weeping and wailing. We've got a metric fuck-ton of bits worth of salvage just waiting for extraction. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Aha. Hold your thrusters. I ain't even got to the tricky part. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through, or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board, so it is of high value on the dark market. So what perchance is your plan? Clever! That's why Lilia's paying you, I take it. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system.
The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Load vapors into a liquid propellant tank? I think I know how to do that. No, I can do that. I think. Yes. Mostly? Definitely. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. On the terminal, use the passcode you got from Stellar Bay to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. Kill him, run him out. I don't rightly care for the details, so long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Okay. So, Zeit zum Sachen wieder mal verticken. Fort. Okay. So. Die sollte ich mal lagern gehen. Da. Oh,
Also Tagebuch. Ort. Das ist dort hinten, hä? Okay, das ist auch dort hinten. Was haben wir dort? Der Old ist da vorne. Ja, gehen wir mal in die Richtung zurück. Da kann man ja schnell hin teleportieren. Nein, nicht so anbleiben, da. Und dann können wir mal die Quests abgeben und noch die dort vorne machen. Vielleicht gibt es uns nachher eine weitere Quest, die in dieser Zone dahinter gewesen wären. Damit wir nicht mehrfach wieder dorthin latschen. You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? Ach, du bist ein Moron. Mysteries of the universe, I guess. Ah, lassen wir es mal. Not funny, Captain. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Okay. You ought to know how dangerous that is. Yeah, you're probably right. In any case, I appreciate you tracking down Mr. Pickett for me. Here's some bits for your trouble. Hm? Like what? Also irgendetwas zu erzählen. Nein. Okay, das wäre gemacht. Dann haben wir da noch diesen, oder ist das gesehen? Jetzt einfach mal. Das ist da die richtige Seite. Ja, wird schon stimmen. Das ist da hinten nicht das Verbesserungsteil gewesen. Ja. Und die Schrotflinte ein bisschen pimperieren. Glatt Gradlauf, Fernkampfstreuung. Wait, könnte ich das nicht anbinden? Also, so. Ah nein, das kann ich da gar nicht drauf tun. Egal, wir nehmen Schockschaden, Magazingröße. Ja, ich werde das einfach so ein bisschen verstärken. Ja, 52. Nicht mehr höher, okay. Das war schön. Pistole noch. Die Rüstung könnte ich auch ein bisschen pimpen, hm? Ist das überhaupt irgendwie groß was?
nicht. Ach, das lassen wir mal. So. Schauen, wie die reinfetzt. Hallo. Bad. Schrotflinte, stark. Feels like the old bits outside of Edgewater. Used up, unneeded, left us. Great. Ich habe ein paar von diesen Viechern. Hey. Ist das ein Elite irgendwas gewesen? Stufe 11. Das ist einfach das, was wir schon haben. Jo. AAS Gebäudeschlüssel. Oder irgendwo finden. Body bag required. That's the last of them. Was? Spaces Choice hat eine Schwäche gefunden. Schwächentutorial. Auf den Abenteuern können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Du hast die Wahl. Aha. Okay. Hat eine Schwäche gefunden. Schwäche gegen Kollision. Du wurdest in der Vergangenheit zu oft verätzt, was deine Widerstandsfähigkeit gegen den Schaden der Kollision nachhaltig verringert hat. Kollisionsschaden erhalten plus 25%, Belohnung 1 Vorteilspunkt. Also einfach einer von diesen Teilers da, wo man kann ausgehen auf etwas da. Ja komm.
Probieren wir es mal aus. Vor allem Korrosionsschaden ist jetzt nicht so tragisch. Ja, ich würde sonst mal das ausprobieren, da mit dem mehr Präzision. Kann ich mehr aus der Hüfte schiessen beim Laufen? Bin ich nicht so langsam? Ist vor allem so gut, wenn sie ein bisschen auf nahe bis mittlere Distanz sind, dann habe ich eine bessere Präzision. Dann haben wir da so einen Raptidon-Koloss wieder. Ja, um die so, jetzt mal schauen, wie man da raufkommt. Ups. Dann jetzt das Brückli, da nochmal. Ist da irgendwo auf der Leiter wieder? Ah ja, da. Okay. Er klettert keine Leiter rauf. Er schwebt sie rauf. Eigentlich müsste ich, glaube ich, da irgendwie drauf. So. Mhm. Hello? Hello? I hear boots out there. Wait, can rats wear boots? Get away! Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Meta Queen showed up. Then Raptidon, who's a void-blasted mess. I ran in here, and, now the door's locked. Little help? It's easier than it sounds, all right? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Phew. Thanks, mister. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while.
He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Got munched. Maybe it's in a rat belly. Gross. Sure. Pete's not answering questions. Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Oh, God. Fastest we've got. Ain't a raptidon on this void-forsaken hellhole that can catch me. I'm... Sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Not keen on tight spaces, you know? Oh, that'd be my people. Graham and Zora and Milton and... I really miss them. You gonna let me out of here? I want to get back to Amber Heights. My buddy locked me in here. I told you that. It was for my safekeeping, on account of raptidons wanting to munch on my head. But, I mean, okay, yes, fine. I get myself into sticky situations. It's just part of the life, all right? Sometimes you gotta hide in a trash can so you don't get eaten by monsters. Oh, neither was I. Who'd hide in a trash can? Gross. Probably. I don't know. When I try to read things, my mind gets to wandering about all the things I could be doing instead. Get me out of here! Get me out of here! What do you mean? It's locked. Türgriff. Oh Mann. Wait, upward? Oh my eternal soul, it worked! Ah, phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Ja, verschwinde einfach. Das erste soll ich dir ärgern, nämlich wieder Ärger. But I ain't got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and respect? Ist sie so blöd, dass sie das will glauben? That's true. Okay, fine. Here. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy and... Hey, who's your identical, slightly blurry friend? Thanks a lot, mister. Ja. Wieder Level up. So. Inspiration hacken wäre auch wieder mal ein Thema, das noch ein bisschen aufpushen. Ja, ich würde sagen, ja, ich tarne jetzt auf, damit wir ein bisschen besser hacken und Schloss knacken kann wieder. Oh, und gerade nochmal ein Skillpunkt. Dann komme ich die über. Andere Vorteile 10. 3, 6, 8. Nachdem nochmal ein Skillpunkt. Ach gut.
Schon lustig, dass sie das ganze Geld da drin liegen lässt. Oh, Datenmodul. Optional lösche Daten auf Terminals im Gebäude. Okay. Ganz viel Cash. Krass. Entering quiet mode. Oh, was war das für ein Helm? Vollschutzhelm. 38 Rüstung. Krass. Gibt aber keine Stats, also keine Skills. Also soll ich da noch Sachen löschen, oder was hätte ich gesagt? Sandra möchte, dass sämtliche Daten auf dem AOS-Gebäude vernichtet ist. Ja, in dem Fall. Ah, das habe ich schon gelesen jetzt. Ne? Okay, Grahams Verständnis zur Produktkommunikation und Markenbewusstsein ist beeindruckend, insbesondere für einen einfachen Redakteur. Er hat ein Talent für einprägsame Slogans und Taglines. Allerdings fällt es Graham schwer, sich kurz zu halten und er ignoriert Vorgaben für Schriftarten und Formate. Ein Teil seiner Arbeit weist zudem subversive Tendenzen auf. Weitere Beaufsichtigung empfohlen. Graham Bryant, okay. Ericsson Dora. Dora beweist ein wahres Talent für kurze, aber fließende Präsentationen mit einprägsamen Slogans. Ihre Delegationsfähigkeiten sind ebenfalls ausgezeichnet. Sie kann zu jedem beliebigen Thema ein langes Meeting planen und es mit reichlich Arbeitsaufträgen für alle Mitarbeiter beendet. Zur Beförderung empfohlen. Dora Ericsson. Mit der habe ich glaube ich noch nicht Bekanntschaft gemacht, oder sie? Was ist mit ihm schon gewesen? Huh. Alles löschen, sämtliche Daten. Hä? Okay, also komm. Ja, ich könnte noch mal kurz reinschauen. So.
So, dann hätten wir das auch abgeschlossen. What you thinking about, Sam? Okay. So. Das Mintoros. Das haben wir erst gedacht, mehr oder weniger geräumt. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das nächstes Mal weiter. Gibt jetzt wieder ein bisschen Aufnahmepause, hat die Vorlage wieder aufgenommen. Dann würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuschauen und bis dann.